Der Niedergang der sumerischen Zivilisation war ein schleichender Prozess, der durch eine Kombination von politischen, militärischen, ökonomischen und ökologischen Faktoren geprägt wurde. Der erste große Einschnitt war die Eroberung der sumerischen Stadtstaaten durch Sargon von Akkad. Um 2340 v. Chr. vereinte er das südliche Mesopotamien unter seiner Herrschaft und schuf das Akkadische Reich. Die sumerische Unabhängigkeit endete zu diesem Zeitpunkt, obwohl ihre Kultur weiterhin Einfluss hatte. Sargon und seine Nachfolger integrierten die sumerische Schrift und Verwaltung in ihr Reich, doch der politische Mittelpunkt verlagerte sich zu den semitischen Akkadern. Neben politischen und militärischen Ereignissen spielten Umweltfaktoren eine entscheidende Rolle im Niedergang der Sumerer. Die intensive Bewässerung des Landes führte zur Versalzung der Böden, wodurch die landwirtschaftlichen Erträge zurückgingen. Besonders in den südlichen Regionen um Ur und Eridu wurde das Land unfruchtbar. Trockenperioden führten zu Wasserknappheit und verschärften die Probleme der Landwirtschaft. Die wirtschaftliche Schwächung untergrub die Macht der sumerischen Stadtstaaten und machte sie anfällig für Angriffe. Die sumerische Religion war zu dieser Zeit bereits tief in der sumerischen Gesellschaft verwurzelt, und ihre Götter wie Anu, Enlil, Enki, Inanna und viele andere spielten eine zentrale Rolle im täglichen Leben und in der politischen Struktur. Sargon und seine Nachfolger adoptierten den Glauben und behielten viele der Götter in ihrer eigenen religiösen Praxis bei, jedoch häufig mit einer Verschiebung in der Priorität oder mit einer neuen Interpretation, die ihre eigenen Herrschaftsansprüche widerspiegelte. Er übernahm viele der religiösen und kulturellen Elemente der Sumerer, um seine Herrschaft zu legitimieren und zu stärken. Es gibt mehrere Hinweise darauf, dass Sargon von Akkad sich als von den Göttern gesandter Herrscher darstellte, ähnlich wie seine sumerischen Vorgänger. Sargon und seine Nachfolger verehrten weiterhin die großen sumerischen Götter, besonders Enlil, den Gott des Himmels und des Windes, und Inanna, oder Ishtar in Akkadisch, die Göttin der Liebe und des Krieges. In vielen Inschriften und Texten wird Sargon als von den Göttern gesegnet dargestellt, was ihn in den Augen seines Volkes zu einem legitimierten Herrscher machte. Sargon errichtete Tempel und widmete sie den sumerischen Gottheiten. Dies war ein typisches Mittel, um sowohl den religiösen als auch den politischen Zusammenhalt in seinem Reich zu sichern. Es gibt auch Hinweise darauf, dass Sargon sich mit der sumerischen Schöpfungsmythologie identifizierte. Zum Beispiel gibt es Parallelen zwischen den Geschichten von Sargon und denen anderer sumerischer Könige, wie die Vorstellung, dass er von den Göttern besonders favorisiert und von einer göttlichen Macht dazu bestimmt wurde, ein großes Reich zu schaffen. Trotz dieser starken Anlehnung an den sumerischen Glauben, begann mit der Ausbreitung des Akkadischen Reiches und der akkadischen Sprache eine gewisse kulturelle und religiöse Verschmelzung, in der die Akkader, obwohl sie viele sumerische Traditionen beibehielten, auch eigene religiöse Aspekte und Götterentwicklungen hinzufügten. Ein Beispiel ist die zunehmende Bedeutung von Marduk, der später als Hauptgott von Babylon verehrt wurde. Auch wenn Marduk während der Zeit von Sargon noch nicht in der gleichen Weise verehrt wurde, begann seine Bedeutung innerhalb des Akkadischen Reiches schon früh zu wachsen. Nach dem Zusammenbruch des Akkadischen Reiches um 2150 v. Chr. brach in Mesopotamien eine Zeit der Unordnung aus. Die Guter, ein Bergvolk aus dem Zagrosgebirge, drangen in das Land ein und destabilisierten die Region weiter. Sie zerstörten die Stadt Akkad, und viele ehemals blühende sumerische Städte litten unter ihrer Herrschaft. Unterbrochene Handelsrouten und ein Rückgang der Bevölkerung führten dazu, dass große Teile von Sumer schwächer wurden. Die Guter blieben jedoch nicht lange die dominierende Macht, da sie schließlich von einheimischen sumerischen Fürsten verdrängt wurden. Die Stadt Ur wurde unter der dritten Dynastie von Ur zum Zentrum eines mächtigen Reiches. Die dritte Dynastie, ca. 2112 bis 2004 v. Chr.,
ist eine der bekanntesten Dynastien im alten Mesopotamien und wird oft als eine Periode der sumerischen Renaissance betrachtet, da sie eine bedeutende kulturelle und politische Blütezeit erlebte. Die Herrscher dieser Dynastie versuchten das mächtige sumerische Reich wiederherzustellen, das während der vorherigen Ur-3. Dynastie aufblühte. Der erste und bekannteste Herrscher der 3. Dynastie von Ur war Urnammu. Er gründete die Dynastie und war der Begründer des Ur-3. Reiches, das als eines der ersten imperialen Reichssysteme im Mesopotamien gilt. Urnammu ist berühmt für seine Reformen, die Rechtsordnung und das Rechtssystem, das als Urnammu-Kodex bekannt wurde und als eine der ältesten erhaltenen Gesetzesansammlungen der Welt gilt. Shulgi, ca. 2094 bis 2047 v. Chr. Der Sohn von Urnammu, der das Reich weiter ausbaute und stabilisierte. Er führte viele militärische Feldzüge und gilt als einer der größten Herrscher von Ur. Er förderte auch die Kunst und Literatur und ließ zahlreiche Bauprojekte durchführen, insbesondere den Bau von Tempeln und monumentalen Bauwerken. Diese Periode war geprägt von zentralisierter Verwaltung und einer strengen Bürokratie. Errichtung monumentaler Bauwerke wie Zikkurate und Paläste. Weiterentwicklung der sumerischen Schrift und Kultur. Amarsin, ca. 2047 bis 2038 v. Chr. Der Sohn von Shulgi, der das Reich weiterhin konsolidierte, aber unter seiner Herrschaft begann das Reich langsam zu zerfallen. Zusin, ca. 2038 bis 2030 v. Chr. Der Sohn von Amarsin, dessen Herrschaft nur etwa 8 Jahre dauerte. Zusin setzte die Tradition seiner Vorfahren fort, aber das Reich war zu dieser Zeit schon destabilisiert. Ibisin, ca. 2030 bis 2004 v. Chr. Der letzte Herrscher der 3. Dynastie von Ur. Unter seiner Herrschaft fiel Ur schließlich, als das Reich durch äußere Angriffe und interne Probleme zusammenbrach. Die Elamiten eroberten Ur im Jahr 2004 v. Chr., was das Ende der 3. Dynastie von Ur markierte. Die Ur-3. Dynastie stellte den letzten Versuch dar, die sumerische Dominanz zu erneuern, doch die Struktur war fragil. Um das Jahr 2000 v. Chr. begann der endgültige Niedergang sumerischer Städte. Die Amoriter, ein semitisches Nomadenvolk aus dem Westen, drangen in Mesopotamien ein und siedelten sich in den sumerischen Gebieten an. Sie übernahmen zunehmend politische Kontrolle und verdrängten die sumerische Herrschaft. Die Elamiter aus dem Osten plünderten im Jahr 2004 v. Chr. die Stadt Ur und beendeten damit die Herrschaft der 3. Dynastie von Ur. Die Stadt wurde zerstört, und mit ihr zerfiel das letzte sumerische Reich. Nach dem Fall von Ur und dem Zusammenbruch der 3. Dynastie im Jahr 2004 v. Chr. durch die Angriffe der Elamiten begann eine neue Ära in Mesopotamien, die von den Amoritern und später den Babyloniern geprägt wurde. Der Fall von Ur markierte das Ende der sumerischen politischen Macht, jedoch blieben ihre kulturellen und zivilisatorischen Errungenschaften auch in den nachfolgenden Jahrhunderten von zentraler Bedeutung für die Region. Die Amoriter, ein semitisches Volk, das ursprünglich im westlichen Mesopotamien und in der Umgebung des heutigen Syrien lebte, begannen sich in Mesopotamien niederzulassen und die politische Landschaft zu dominieren. Sie waren es, die den Weg für die Gründung der babylonischen Dynastie ebneten, die mit Hammurabi, ca. 1792 bis 1750 v. Chr., ihren berühmtesten Herrscher fand. Unter der Herrschaft der Amoriter, insbesondere mit der Etablierung von Babylon als Hauptstadt, erlebte Mesopotamien eine kulturelle und administrative Weiterentwicklung, die stark von den sumerischen Traditionen beeinflusst war. Zwar war die sumerische Sprache nach dem Fall von Ur nicht mehr die dominierende Alltagssprache, doch ihre Bedeutung als religiöse und wissenschaftliche Schriftsprache blieb noch lange bestehen. Bis etwa 1600 v. Chr. Wurde Sumerisch weiterhin in religiösen Kontexten, wie bei Tempelritualen und in der Literatur,
sowie in der Verwaltung und Rechtsdokumentation verwendet. Diese Verwendung von Sumerisch als Lingua Franca der gehobenen kulturellen und religiösen Praktiken war ein Indikator dafür, dass die sumerische Kultur und ihre Institutionen weiterhin die geistige Grundlage für die nachfolgenden mesopotamischen Reiche bildeten, auch wenn die Sumerer selbst politisch nicht mehr dominant waren. Das akkadische Sprachsystem, das sich während der sumerischen Epoche in der Zeit von Sargon von Akkad und seinen Nachfolgern entwickelt hatte, setzte sich schließlich als vorherrschende Alltagssprache durch. Es verdrängte Sumerisch, zunächst jedoch nur langsam. Während Akkadisch die Hauptsprache in administrativen und täglichen Angelegenheiten wurde, behielt Sumerisch bis weit in die Zeit der Babylonier und Assyrer hinein eine herausragende Rolle in der religiösen und wissenschaftlichen Literatur. Ein weiterer wichtiger Aspekt war die sumerische Schrift, die Keilschrift, die nicht nur für sumerische Texte, sondern auch für Akkadisch und später für Babylonisch und Assyrisch verwendet wurde. Diese Schrift hatte einen tiefen Einfluss auf die gesamte Region und blieb über Jahrhunderte hinweg das dominierende Kommunikationsmittel, das auch in den babylonischen und assyrischen Reichen eine zentrale Rolle spielte. Rechtliche und administrative Praktiken der Sumerer, insbesondere die frühen Gesetzeskodexe und die ausgeklügelte Bürokratie, wurden ebenfalls von den nachfolgenden mesopotamischen Reichen übernommen. Der berühmte Hammurabi-Kodex, der unter dem babylonischen König Hammurabi entstanden ist, beruht auf einer Tradition, die bereits unter den Sumerern zu finden war, insbesondere im Ur-Nammu-Kodex aus der Zeit der 3. Dynastie von Ur. Diese rechtlichen Normen und Verwaltungsstrukturen waren entscheidend für die Organisation und Verwaltung der babylonischen und später auch der assyrischen Reiche. Die religiösen Vorstellungen der Sumerer, insbesondere ihr Pantheon von Göttern wie Anu, Enlil, Enki und Inanna, fanden ebenfalls Eingang in die Religionen der nachfolgenden Kulturen. Auch die Babylonier und Assyrer übernahmen viele dieser Götter und passten sie in ihre eigenen pantheonischen Strukturen ein. Die religiösen Riten, Tempelbauten und die Bedeutung von Priestern und Tempeln als Machtzentren wurden ebenfalls von den Sumerern übernommen. Obwohl das sumerische Volk als politische Einheit verschwunden war, überlebte ihr Erbe als kulturelle Grundlage für spätere Zivilisationen. Ihre wissenschaftlichen und technologischen Errungenschaften, wie die Entwicklung von Mathematik, Astronomie und Ingenieurwesen, beeinflussten nicht nur die Babylonier und Assyrer, sondern auch spätere Kulturen im gesamten Nahen Osten und darüber hinaus. Das fortdauernde Studium und die Überlieferung der sumerischen Kultur durch die Babylonier und Assyrer sicherten ihr Erbe für kommende Generationen und trugen dazu bei, dass viele ihrer Ideen in der westlichen und östlichen Welt weiterlebten. Vielen Dank, dass ihr mit mir den Untergang der Sumerer betrachtet habt. Wenn euch gefällt, was ich mache, lasst mir ein Like da, das hilft mir, noch mehr Menschen mit meinen Inhalten zu erreichen und motiviert mich immer wieder, neue Inhalte für euch zu erstellen. Bis zum nächsten Mal.